mein Name ist Jan Freimann. Ich studiere seit dem Wintersemester 2012 das Fach Musikdesign an der Musikhochschule Trossingen. Vorher habe ich in Saarbrücken Informatik studiert und mich nach dem Bachelor spontan dazu entschieden, die Richtung zu wechseln und ein Studium im Bereich Komposition und Sounddesign als Zweitstudium anzufangen. Insgesamt bin ich mit der Wahl sehr zufrieden. Beide Welten, also Musik und Informatik, lassen sich sehr gut im Kreativbereich verbinden. Und neben dem Studium arbeite ich als Softwareentwickler in Projekten, wo ein gutes Verständnis von Klang und Musik gefragt ist. Für den Musikdesign-Chor habe ich ein Programm geschrieben, das den Chor für einen Pianisten zu einer Art lebenden Klangfläche macht, die er direkt mit einem MIDI-Keyboard bespielen kann. Das funktioniert so, dass der Pianist 4 Klänge auf dem Keyboard drückt und die einzelnen Töne jeweils an die 4 Stimmen von dem Chor weitergeleitet werden über Kopfhörer, sodass die Sänger genau wissen, welchen Ton sie singen sollen. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass man eigentlich Akkorde singen kann, die sonst sehr schwer einzustudieren wären, weil sie einfach ungewöhnlich klingen, oder auch Tonsysteme benutzen kann, die die Sänger eigentlich nicht kennen, also wo irgendwelche Vierteltöne zum Beispiel drin vorkommen. Das Programm ist in MaxMSP geschrieben. MaxMSP ist eine visuelle Programmiersprache, die speziell für Medienkünstler und Musiker entwickelt wurde. Ein Programm in Max wird in der Regel als Patch bezeichnet, weil man wie bei einem modularen Synthesizer verschiedene Objekte miteinander verkabelt. Also das sieht man hier auch, dass man im Prinzip so eine Art Signalfluss programmiert. Und wir gehen jetzt mal den Signalfluss von oben nach unten durch, um das Programm zu verstehen. Und unser erstes Objekt ist das sogenannte Note-In-Objekt, was dazu verwendet wird, MIDI-Noten einzulesen. Das heißt, wir bekommen hier die MIDI-Noten, die auf dem Keyboard gespielt werden, als Paare aus Tonhöhe und Anschlagsstärke. Im Moment interessiert uns nur die Tonhöhe, das heißt, wir nehmen hier nur den linken Output und möchten den jetzt übers Netzwerk an alle anderen Rechner senden, damit die mit ihrem eigenen Max-Patch die Töne generieren können, die sie singen möchten. Und dazu verwenden wir das UDP-Send-Objekt. Das ist im Prinzip ein Objekt, das mit dem Open Sound Control Protokoll arbeitet, was damals entwickelt wurde als Ersatz für den MIDI-Standard. Also es ist im Prinzip wie MIDI über Netzwerk. Und das Schöne ist, wenn man jetzt bei dem UDP-Send die Broadcast-Adresse von dem Netzwerk eingibt, dann bekommen alle Rechner, die auch angemeldet sind, mit einem entsprechenden Max-Patch die Werte zugesendet. Dazu müssen wir den Wert noch in einem Message-Objekt verpacken. So, dann wird das Ganze verkabelt und funktioniert. Da wir jetzt mit 4 Tönen und nicht mit einem Ton arbeiten, brauchen wir das sogenannte Poly-Objekt. Das ist ein Max-Objekt, das sich um die Organisation von mehrstimmigen MIDI-Noten kümmert. Des Weiteren müssen die Stimmen noch sortiert werden, damit auch sichergestellt ist, dass der Bass den tiefsten Ton bekommt und die höchste Stimme den höchsten Ton. Das machen wir mit dem ZL-Sort-Objekt. Das bekommt im Prinzip eine Liste mit Zahlen als Eingabe, also die Notenwerte, die Tonhöhen, und gibt eine aufsteigend sortierte Liste wieder aus. Und wie ihr hier sehen könnt, werden dann die 4 Töne entsprechend sortiert an Voice 1, Voice 2, Voice 3 und Voice 4 gesendet. Was jetzt wichtig ist für den Pianisten, ist, dass er nach wie vor darauf achtet, dass quasi jeder Sänger nur Töne in seinem Tonbereich bekommt, ja, in dem Bereich, wo er singen kann. Das heißt, man muss beim Spielen ein bisschen aufpassen, in welchem Bereich der Tastatur man sich da aufhält. Sämtliche Inhalte, die ihr in diesem Video gesehen habt, lernt man bereits im ersten Musikdesign-Semester. Das heißt, man kann auch ohne Informatikstudium sich mit einigen Programmiersprachen, zum Beispiel MaxMSP, Pure Data, C-Sound oder Super Collider, ziemlich umfassend auseinandersetzen.